Neben vielen neuen News zur Kampagne, die ich mit euch bereits in der letzten Folge Pagonia News geteilt habe, konnte mir Volker Wertig auf der Gamescom 2025 auch einen ersten Blick auf den anstehenden Map-Editor präsentieren. Dieser scheint durchaus mächtig zu werden und sollte, so zumindest der Plan, in Zukunft zu vielen spannenden Challenge-Maps führen. An die Werkzeuge, Pioniere! Es gibt noch so viel zu tun. Die heutigen Pagonia News werden euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, die den Die Siedler-Erben mit 22 € zum Bestpreis für euch im Angebot haben. Wenn ihr also noch unentschlossen seid, günstiger wird's definitiv nicht mehr, und mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Kleine Randinfo noch, bevor wir loslegen, denn das hätte ihr eigentlich schon ins letzte Video gehört. Mit Release der Version 1.0 am 11. Dezember 2025 ist nicht Schluss. Pioneers of Pagonia verkauft sich nach wie vor gut genug, um eine Weiterentwicklung zu rechtfertigen. Irgendwann im Dezember, vermutlich mit Release, wird uns Envision Entertainment daher eine brandneue Roadmap für das kommende Jahr präsentieren, denn so ein paar Punkte sind da ja noch offen. Auch wenn ich nichts Genaueres aus ihm herauslocken konnte. Bevor wir uns aber über Kampagne und 1.0 Release Gedanken machen brauchen, erscheint im Oktober zunächst als Beta-Version der brandneue Karteneditor, mit dem ihr ab dann eigene pagonische Inseln entwerfen dürft und diese dann auf Wunsch direkt mit der Community teilen könnt. Das vorliegende Material ist noch Work in Progress, also definitiv nicht in Stein gemeißelt, dass der Editor dann auch genau so aussieht. Also, nachdem ihr euch für eine vordefinierte Mapgröße entschieden habt, landet ihr in einer vereinfachten Übersicht, in einer Art Hack-System, in der ihr für jedes Feld die Terrain-Art, Nahrungsvorkommen, Gegnercamps, Tiere, Wälder, Ressourcen und auch Dörfer mit wenigen Klicks auf eurer Insel positionieren könnt. Das System hat laut Volker Wertig Vorteile und Nachteile. Zum einen wollte man einen Editor, der nicht überkomplex daherkommt, sondern auch von Anfängern bedient werden kann. Zum anderen kann man dadurch aber nicht jeden Baum oder Beerenstrauch einzeln im Detail platzieren, was die Detailliebe ein wenig einschränkt. Der Editor ist aber im Detail so mächtig, dass Envision alle Maps der Kampagne genau hiermit bauen konnte. Noch offen bleibt aber, ob ihr dann auch Zwischensequenzen mit Textboxen für eine eigene Geschichte entwerfen könnt. Habt ihr alles auf eurer Insel positioniert, könnt ihr in ein Vorab-Rendering übergehen, in welchem ihr dann weitere Details anpassen könnt und dann auch mit Höhenunterschieden arbeitet. Im letzten Schritt setzt der Editor eure Insel zusammen, prüft das Ganze selbstständig auf Fehler und nimmt euch wie gesagt die Detailarbeit ab, damit Grafikfehler und unlogische Übergänge zwischen Biomen erst gar nicht entstehen können. Seid ihr dann soweit zufrieden, spuckt euch der Editor zum Ende auch noch die finale Map in Spielgrafik aus, in der ihr dann nochmal alles via Überflug überprüfen könnt und im Zweifel nochmal 1-2 Schritte zurückgeht, um nochmal etwas zu ändern. Wer möchte, kann die Map abschließend direkt via Modio mit der Community teilen oder eben für sich privat abspeichern. Weil es sich so gut anbietet und der Livestream mit Volker Wertig, auf dem wir eine extrem schwere Spezialmap gespielt hatten, bei euch so gut ankam, möchte ich zu folgender Challenge auffordern. Ihr baut ab Editor Beta Release eine extrem schwere Map für den Shared Koop, also Volker und mich. Einzige Bedingung ist nur, dass die Map von euch selbst gewonnen wurde, also auch machbar ist. Eine dieser Maps picken wir uns dann raus und leiten für euch wie beim letzten Mal live im Stream. Weitere Details dann aber, wenn der Editor da ist. In diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mit meiner Arbeit zufrieden seid, und dann bis bald auf einer eurer pagonischen Insel. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere! Es gibt noch so viel zu tun.